Ich habe hier Nikon-Kameras und an beiden Kameras befinden sich Wildrox-Objektive. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber aktuell geht es durch die News durch und man hat auch schon von offiziellen Seiten was lesen können. Nikon verklagt Wildrox. Man weiß nicht so genau, um was es sich da handelt. Erstmal geht es wirklich nur um die Objektive oder vielleicht um den neuen Zweifach-Telekonverter, den sie da jetzt anbieten wollen. Man weiß es nicht so genau, aber Nikon verklagt Wildrox. Und das ist natürlich so eine Sache, die ist für uns als User, beziehungsweise auch für mich als User, relativ interessant, weil wir kennen das Ganze ja schon vom Thema Canon. Canon sperrt ja Dritthersteller mehr oder weniger aus, hat Wildrox damals auch verklagt. Da hat Wildrox ja ein 85 mm 1.8 Objektiv angeboten gehabt. Das wurde auch vom Markt genommen und jetzt gibt es eigentlich so gut wie keine Autofokus-Objektive mehr, auch von Wildrox für den Canon-Mount. Ich weiß nicht, ob das bei Nikon jetzt auch so kommen wird. Es ist halt auch ein bisschen ein anderes Thema und da würde mich mal auch eure Meinung dazu interessieren, was ihr denn davon haltet. Denn bei Nikon ist es ja so, da gibt es jetzt schon jede Menge Objektive und ich kann das natürlich auch so ein bisschen verstehen. Ich habe hier nämlich zwei Objektive, das 28 mm 4.5, ziemlich klein, und das 85 mm 1.4. Die sind jetzt in einem Preisbereich, die sind gar nicht mal so teuer. Da gibt es aber auch nicht wirklich eine Konkurrenz von Nikon. Wenn wir uns jetzt aber mal die Wildrox Lab Objektive anschauen, so ein 35 1.2, das steht natürlich in direkter Konkurrenz zum Nikon 35 1.2, kostet da aber weniger als ein Drittel vom Preis. Und ich denke mal, das ist auch Nikon ziemlich böse aufgestoßen. Ich denke, das wird vielleicht mit einem Auslöser gewesen sein, dass sie sich da jetzt Gedanken drüber gemacht haben und das Ganze vielleicht jetzt auch mit dem Klagen angestoßen haben, weil es ist eben so, es gibt normalerweise ja Lizenzen, damit ein Hersteller, der kauft sich eine Lizenz, wahrscheinlich eine Mount-Lizenz, Z-Mount-Lizenz oder sowas, und dann darf der da Objektive anbieten. Wenn Wildrox jetzt so weit gegangen ist, dass die Objektive ohne die entsprechende Lizenz angeboten haben, dann ist da Nikon natürlich voll im Recht. Also die haben alle Möglichkeiten, die da jetzt zu verklagen, und macht natürlich auch Sinn. Es ist nur für uns als User wieder schade, weil eben Wildrox am Nikon Mount schon sehr viele Objektive rausgebracht hat und als User jetzt natürlich auch die Frage besteht, was wird aus den Objektiven? Softwareseitig kann Nikon die ziemlich einfach ausschließen. Das geht über eine Firmware oder so, können die sicherlich die Objektive untauglich machen, also nicht mehr nutzbar machen. Und das ist natürlich als User jetzt gerade auch so eine Sache, wenn man vielleicht eine Investition tätigen will, wie das 35 1.2 für 1.000 €, hat man sich damit vielleicht dann einfach nur einen teureren Briefbeschwerer eingekauft oder sowas. Das kann man halt nicht sagen. Und wie gesagt, mich würde da wirklich mal eure Meinung dazu interessieren, was ihr davon haltet. Ich kann es natürlich, wie gesagt, auch verstehen, denn es gibt ja auch andere Hersteller, die Objektive für Nikon anbieten, wie zum Beispiel Tamron. Und bei Tamron wird es schon so sein, die haben sicherlich eine Lizenz, denn die bauen ja auch Objektive für Nikon selbst unter dem Nikon-Label. Da wird das Ganze schon seinen rechten Weg laufen. Jetzt kann das natürlich auch sein, dass so ein Hersteller wie Tamron herkommt und sagt, hey Nikon, wir zahlen euch einen Haufen Lizenzkosten. Wie kann es sein, dass andere Hersteller euch dann da Objektive bauen und ihr da nichts dagegen tut? Könnte natürlich auch vielleicht ein Grund für diese ganze Verklagerei sein. Und man muss auch einfach mal sagen, wenn wir jetzt hier natürlich so ein 28 mm mit Blende 4.5, einer festen Blende anschauen, dann ist es qualitativ natürlich nicht auf dem höchsten Level. Wobei die Linse an sich schon einen richtig guten Eindruck gemacht hat. Also ich habe sie mehr oder weniger einfach nur als Objektivdeckel nutzen wollen, beziehungsweise Kameradeckel, war dann aber doch schon begeistert, was die Linse an sich eigentlich auch so bringen kann. Bei dem 85 mm 1.4 ist es schon so, die Linse ist wirklich gut. Klar, ihr habt da so ein bisschen vielleicht Farbfehler drin, ihr habt da mal hier eine chromatische Aberration oder so, aber die Linse ist auch wirklich scharf und da ist dann natürlich auch so das Ding, es gibt gute Linsen für wenig Geld und ja, ist natürlich für uns User alles schön, dass man da auch eine größere Auswahl hat. Sony macht es ja einfach so, die machen alles auf für jeden, da kann jeder eigentlich eine Linse machen. Die begrenzen das dann zwar ein bisschen softwaretechnisch, aber insgesamt kann man die Linse immer noch nutzen. Canon, da gab es schon Firmware-Updates, die haben dann das 85 mm 1.8 ausgeschlossen. Und das ist vielleicht auch die Befürchtung, dass es hier so weit kommt, wenn die sich nicht einig werden. Und da wäre mein größter Wunsch natürlich, Nikon und Wildrox werden sich einig, weil dann lässt sich da vielleicht irgendwie was machen und die Objektive werden weiterhin angeboten und vor allem werden weiterhin nutzbar sein, was natürlich als erstes mal am wichtigsten sein wird für alle User.
Und dann schauen wir einfach mal, wo das Ganze vielleicht hinführt. Wie gesagt, mich würde es mal interessieren, was ihr davon haltet, ob ihr das schon mitbekommen habt, was ihr dazu sagt. Seid ihr Wildrox-User oder sagt ihr, nee, ihr benutzt nur Nikon-Linsen an eurer Kamera oder vielleicht auch noch Tamron? Es würde mich wirklich mal interessieren und ich bin natürlich gespannt, was da auch rauskommt. Ich will euch da vielleicht so ein bisschen auf dem Laufenden halten, weil ich wirklich jemand bin, der davon auch sehr betroffen ist. Klar, ich habe auch meine Nikon-Linsen, aber wie gesagt, ich bin auch hier mit den Wildrox-Linsen wirklich sehr zufrieden. Und solange es sowas Kleines hier auch noch nicht wirklich im Angebot gibt, ist es natürlich auch schwierig, sowas dann zu ersetzen. Das war es eigentlich auch schon von mir. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet. Abonniert den Kanal für weitere Videos, auch wenn euch das Thema vielleicht interessiert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.